Metelligent auf der Hannover Messe 2025. Jannik Görgen, was gibt es Neues in Bezug auf Automatisierung? Herzlich willkommen von meiner Seite auf der Hannover Messe 2025. Wir zeigen hier an unserem Stand Formgedächtnislegierung. Das sind Aktoren, die wir elektrisch aktuieren. Das heißt, wir haben einen Strompuls und der lässt diese Drähte hier, die ich in einem Bündel darstelle, kontrahieren und wir können somit sehr geringem Gewicht im einstelligen Grammbereich bis hin zu Kilonewton aufbringen. Das, was Sie hier sehen, bringt 50 bis 60 Newton auf. Ich zeige Ihnen, wie so ein Bündel im Kilonewton-Bereich aussieht. Das sieht dann hier dargestellt aus. Wir haben wesentlich mehr Drähte, die sind auch dicker. Wir können aber auch nach unten skalieren, das Ganze kleiner machen und können mit unseren Systemen somit auf verschiedenste Anforderungen reagieren. Wie Sie hier sehen, extrem klein der Antrieb, sehr, sehr leicht und kann auch noch 5 Newton realisieren. Was machen wir jetzt in der Automatisierung damit? Ja, was wir hiermit realisieren können, das zeige ich Ihnen gerne anhand eines bistabilen Mechanismus. Bistabil bedeutet in dem Fall, wir haben hier eine Schnappfeder und die kann ich wie bei dem Knackfroschprinzip hin und her schnappen lassen und ich habe 2 stabile Endpositionen. Das Hin- und Herschnappen realisiere ich durch ein Drahtbündel auf jeder Seite. Das heißt, aktuiere ich auf der einen Seite das Drahtbündel, kontrahiert es und schnappt die Feder in die eine Richtung um. Exakt das gleiche Prinzip in die andere Richtung, indem ich die Drähte auf der Gegenseite aktuiere. Und jetzt wieder die andere. Was wiegt dieser kleine Antrieb hier? Dieser kleine Antrieb wiegt ca. 30 Gramm und kann in dieser Auslegung, auch das ist systemskalierbar, kann in dieser Auslegung ca. 4 mm Hub generieren bei 40 Newton Kraft am Abtrieb. Oh, das ist eine Menge. Und was mache ich jetzt daraus? Hiermit kann ich im Prinzip alle Systeme realisieren, die 2 stabile Schaltstellungen haben. Ein sehr, sehr schönes Beispiel sind Vakuumgreifer, die ohne Druckluft funktionieren. Rein Ohne elektrisch. Druckluft? Wie soll das gehen? Rein elektrisch. Wir haben hier an dem Antrieb, den ich Ihnen eben gezeigt habe, eine Membran angebracht. Jetzt setze ich diesen Greifer mit der Membran auf das Werkstück, hier jetzt eine Aluminiumplatte, schalte an und habe somit einen Unterdruck erzeugt und kann diese Aluminiumplatte ohne Energiezufuhr transportieren. Kann aber auch jetzt Stahl sein oder Kunststoff oder sonst irgendwas? Oder? Das kann exakt jede nicht durchlässige Oberfläche kann das sein und damit können wir dieses Greifen realisieren und sparen im Vergleich zu pneumatischen Greifsystemen tatsächlich 95% Energie ein. Loslassen funktioniert dann wieder mit einem Strompuls, wie eben dargestellt, entsprechend in die Gegenrichtung. Da sehe ich so ein grünes Teil nebendran, da steht VW drauf. Was ist da passiert? Exakt. Das hier, was ich jetzt gezeigt habe, war das erste Funktionsmuster in einer zweiten Evolutionsstufe. In Zusammenarbeit und Kooperation mit VW in Wolfsburg haben wir vor dem Hintergrund der Fabrik der Zukunft lastenheftgerecht diesen Funktionsdemonstrator weiterentwickelt. Das bedeutet, wir haben, was wir hier auf dem Video auch sehen, 4 dieser Vakuum-Saugtassen an einem Greifer in der Fabrik von morgen in der Validierung laufen, was Sie hier im Video sehen. Und das alles lastenheftgerecht in Zusammenarbeit mit VW. Und was ist das jetzt der Vorteil? Der Vorteil, wie gesagt, sind 95% Energieeinsparung. Wir haben ca. 70% Gewichtseinsparung. Ich brauche keinerlei pneumatische Peripherie. Das heißt, ich spare mir diese komplette Wartung, die Anschaffung, wenn ich Neuanschaffungen habe, Anschaffung von allen pneumatischen Bauteilen wie Ventilen, Kompressoren, Schläuchen. Und was wiegt das ganze Teil? Der gesamte Antrieb wiegt ca. 50 bis 60 Gramm. Das heißt, wir reduzieren Energie, wir brauchen keine Luft, wir brauchen keine Pumpe, keine Ventile, keine Schläuche, keine Luft. Exakt, Sie das sparen passiert alles. Rein elektrisch, direkt an Ort und Stelle und wiegt auch nur noch unter 100 Gramm. Inklusive Elektronik, inklusive Sensorik, Korrekt. allem Pipapo. Korrekt. Das ist interessant. Und gibt es dafür Interessenten außer VW? Ja, im Prinzip alle OEMs sind interessiert und das nicht nur in Deutschland oder Europa, sondern weltweit, von Honda, Suzuki über Toyota, wie genannt VW und nicht nur Volkswagen, die Marke selbst, sondern die komplette Gruppe auch. Und das geht auch über den OEM-Bereich hinaus bis hin zu Tier Ones, die im Bereich Kunststoffspritzteile sehr stark darin interessiert sind. Das klingt nach einem sehr guten Plan, wie wir gerne sagen bei Metelligent. Alles Gute von der Vielen Dank. Hannover Messe, Metelligent Nititech, Jannik Görgen. Dankeschön.